Hello folks, how are you doing? Today we are in the US and we are testing the new BMW X5, and this is not only the new X5 but it's also the M550d, or the M50d as it's called for this X5. So it has the 400 HP quad turbo engine diesel, which is not sold in the US actually, but it will be sold of course in Europe. Specifically a very popular car already, the predecessor in Germany. And the new X5 has a very cool look. It still looks like a regular BMW, but you see this very big grille in the front, and also the aggressive, let's say, styling that this M Sport package or M Performance model specifically has. We have a carbon black exterior color on this one. We have unfortunately not the 22-inch wheels that you can actually order, but only the 21-inch as far as I'm informed, but they still look good and also show that, let's say, M Performance brake system. We have debated a lot already about the rear, as you've probably seen the post on Instagram, but I particularly like the design of the rear tail lights, and I think it fits perfectly to BMW, and specifically if you're driving behind that car on the highway, I think that has a very nice touch to it. We of course will be taking this car on to drive on the country roads here, and we'll show you some performance more, and also talk about how the car handles and how the engine pulls, for example. But let's hop in and get you an idea about this X5 M50d. So now we hopped in and are sitting inside the new X5, and the first thing that you of course already see is that we have a full digital instrument cluster right in the middle. Actually this yellow or purple, no, it's purple flickering up top is not visible for the human eye, but it's just seen on the camera. It seems to be some kind of detection system to see what the driver is doing. Actually I have to ask for what it is. But what you can see here is that we have an instrument panel which shows of course the RPMs and also the speed on the outside, and you have the possibility to, let's say, go through specific menus. Like if you hit that board computer button, it shows you different information on the right hand side, and also you can adjust the left hand side for some more information as speed, for example. Once you are actually in current navigation, it shows you a map in the center, and also some other stuff. But it's like a good combination out of a full instrument cluster and the, let's say, traditional BMW dials that you have. Also in the center you have a new, not only, let's say, HMI system here, but you also have new climate controls, and they actually look a lot better than the previous generations. You probably know that the previous generations BMW, even our existing M550i, which is a G30 from last year, sometimes it looks a bit old, and now they actually have a very cool and new design. So if you go down here, you can also see that we have a lot of new, let's say, visuals for the new design for those dials as well. I think everything works in a similar way as in our M550 with the driving modes, the start button, for example, the camera button that you have here, and also the menus. But in this one they have this crafted glass, let's say, options that they have ordered, and that brings you, let's say, with a gear lever that actually has an illuminated X inside, and also gives you that crafted glass iDrive controller, as well as a power button and a volume button that is also in that crafted glass. And if you go through the menu also, the dials are a bit different actually, because you can now, let's say, see that the shortcut menus are on the left hand side. You go through communication, navigation, for example, then you of course have the huge map in that case, where you can zoom in. Of course the performance is even better than with the previous generations, and you can also see that we are taking a route around Atlanta here, and everything works very good. Also, if you go into the map, use the pinch to zoom, everything is working very fine. Of course, also you have some other car menus, which you have the possibility to set your functions on light, vehicle assistance, etc. Look at the vehicle status if everything is okay, from the tire pressure to the oil monitoring, and you can of course already see that there's a lot more performance in the background. So they call it the iDrive 7.0 in that case. But overall, let's say, functionality and usability is very familiar if you're a BMW user, and therefore it's a lot of fun. Climate control
similar to what, for example, Audi and others are having. Is like a small display in the middle here, which is nicely integrated, and also the vents, I think, are looking a lot more premium and are similar to what also the new M8 or the M850, actually the 8 Series has. And I think that's an interesting part, because we of course are also having an eye on the 8 Series BMW, and everything that is in here will also be reused in that vehicle, which we hopefully be able to drive in a few weeks or so. And off we go onto the country roads right here. Yeah, you can already hear that there's a really nice induction noise once driving this car. The M50d in this version, of course, it's still a diesel, but they have given it a very cool exhaust note outside, which is deeper and almost like a petrol engine, but also inside, of course, it's enhanced, but they play together really well. What we have done is we put the setting to Sport Plus, as we have here some curvy country roads. Of course, US speed limits usually, let's say, prevent you from driving really fast and spirited, and we want to be safe also, of course, in that regard, but you can get a feeling, of course, already how firm the car is and how sporty you can drive. And I think that's something that I haven't expected, that you can almost drive it as sporty as our M550i, which is of course a lot lower, and it also has reduced weight. Secondly, I have taken like some sport dials here. This is also new from BMW, because they have not only the G meter in the middle, but also oil temperature, the turbo pressure, and also power and Newton meters, which are shown right here. You can probably hear that this is a very nice inline 6 sound, and it's coming really from the back, not only from the speakers, and the speaker enhancement plays at a very nice tone. So I really like that interpretation. Again, I almost like it more than what we have in our M550i, because that one is like, if in comfort it's very quiet, and then in sport it's very, let's say, unrealistic noise for a V8 engine, and therefore I think they have done it a lot better in this X5. I don't know how the others will sound. We will try that out maybe tomorrow, but the M performance model of the new X5 definitely has a nice inside and outside sound. Yeah, also handling, this one has the 4-wheel steering and also that M Professional driver's pack, so that's also a cool thing. If you just do a tiny bit of steering with that steering wheel, you have immediately the feeling that it's brought to the road. And also the pull through of that, I think it's almost 800 Newton meter engine, is really cool. So we're coming to a crossing here, so maybe the possibility to accelerate. As said, of course, we are here in the States and don't have the possibility for high accelerations as we have it in Germany. Yeah, that is definitely some power, and the next car already in front of us. Yeah, so without further talking, I think that's the impression that we got today of the X5 M50d. I think it's overall a very well packaged, also the instrument cluster and everything, which of course is similar to what the 8 Series will get, and also the new Z4, and also other cars like a 3 Series coming later in the year. So I think that's a very cool opportunity, and thanks for tuning in and getting some information. Make sure that you also follow all the stories and pictures on Instagram, because there we have a lot more footage of these cars while we were driving through the woods in Georgia here. So, moin, servus Leute, wie sieht es aus? Heute ein spezieller Tag, denn wir sind in den USA, genauer gesagt im Bundesstaat Georgia in der Nähe von Atlanta, und können den neuen X5 testen. Und nicht nur den normalen X5, sondern wir haben hier speziell den X5 M50d, also der quasi mit den 4 Turboladern, 400 PS und soweit ich informiert bin sogar bis zu 840 Newtonmeter. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, dieses Drehmoment ist mittlerweile auf ein extrem hohes Maß angestiegen, und das merkt man auch sofort, wenn man dieses Fahrzeug entsprechend zum ersten Mal einsteckt und damit losfährt. Wir haben hier natürlich eine spezielle Variante in dem Carbon Schwarz Metallic. Man kann sehen, dass hier natürlich in dem coolen Licht, in der sehr starken Sonne der Südstaaten, das Blau auch tatsächlich mal zum Schimmern kommt. Bei uns im tristen Deutschland wirkt Carbon Schwarz ja häufig immer nur wie ein Schwarz, und das Blaue sieht man gar nicht so stark. Wir haben leider nicht die 22 Zoll Felgen, also man kann hier tatsächlich noch größere nehmen, sondern ich glaube, soweit ich informiert bin, hier nur die 21 Zoll Felgen drauf.
Aber auch da kann man natürlich schon sehen, wie gut das Auto dasteht und wie stimmig das ist. Mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt das Heck sehr, sehr gut. Also es gibt ja sehr viele Diskussionen, dass es irgendwie aussieht wie, keine Ahnung, von den Koreanern oder sowas in der Richtung. Aber speziell, wenn man hinter dem Auto hinterherfährt oder wenn auch das Bremslicht betätigt wird und die Blinker, ist das ein sehr exklusives LED-Design, was bei Nacht sicherlich auch noch mal cooler aussieht. Und ich finde auch, dass es weiterhin ein typisches X5-Heck ist und eine typische X5-Heckansicht, die wir hier haben. Natürlich kann man hier auch sehen, entsprechend die Auspuffrohre, wo natürlich jetzt, sage ich mal, die Blenden etwas größer sind als die Rohre. Nichtsdestotrotz gibt das natürlich auch einen richtig geilen Effekt für diesen X5. Aber bevor wir hier mehr labern und draußen rumstehen, es ist nämlich auch unfassbar heiß hier, werden wir mal einsteigen und ich werde euch ein paar mehr Dinge erzählen, währenddessen wir drin sitzen bzw. auch fahren. So, wir sind mal reingesprungen in den X5 und das erste, was einem natürlich sofort auffällt hier, ist neben einem neuen Design des iDrives, dass wir hier in der Mitte ein komplett digitales Informationsdisplay jetzt haben. Und ihr seht da oben dieses leicht lilane Flackern, das ist tatsächlich etwas, was ich mit dem menschlichen Auge nicht sehen kann, sondern nur die Kamera aufnimmt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Es ist wahrscheinlich ein Mechanismus, um zu erkennen, wie der Fahrer sich eventuell, sage ich mal, verhält, ob da irgendwie Müdigkeit oder was auch immer drin ist oder wie hell dieses Display eingestellt sein muss. Ich werde da nachher nochmal nachfragen, aber tatsächlich ist das da oben für das menschliche Auge nicht sichtbar. Was man hier sehen kann, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt gegenüber diesem alten Tacho, wo wir immer auch bei unserem M50i beispielsweise, das ja auch kein alter Tacho ist, sondern auch ein relativ aktuelles Fahrzeug, immer diese harten, sage ich mal, Spangen drin hatten und der auch nur diese digitale Sache anzeigen konnte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es in der Mitte hier immer für, sage ich mal, die Navigation ist und ich habe die Möglichkeit dann auf der rechten Seite beispielsweise hier die sag ich mal, Informationen durchzuschalten, wie Durchschnittsverbrauch, Leistungsanzeige, wie lange wir noch brauchen zum Ziel, Gehmeter etc. Und auf der linken Seite ist es sowas wie Geschwindigkeit nochmal digital angezeigt, beziehungsweise natürlich auch, wenn wir jetzt navigieren würden, hätte ich hier die Möglichkeit, in einen deutlich, sage ich mal, höheren Auflösungsgrad der Karte reinzugehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier im Hauptdisplay jetzt eine ganz andere Bedienlogik. Man sieht das hier schon, dass wir, sage ich mal, ein anderes Layout haben. Wir haben hier ein anderes Layout der tatsächlich Lüftungsdüsen bzw. auch der Klimaanlage, was aus meiner Sicht sehr, sehr gut aussieht, weil die alten BMW oder die Vorgänger BMWs ja teilweise manchmal so ein bisschen altbacken aussahen mit ihren Knöpfen und das ist jetzt hier auch wirklich so ein futuristisches Design, ein schickes Design, was auch ein Fahrzeug, sage ich mal, von 2019 oder 2018 auch wirklich haben kann. Hier geht es weiter, sehr viele, sage ich mal, Glanzoberflächen, wobei wir festgestellt haben, dass hier Fingerabdrücke gar nicht mal so das große Problem sind, erstaunlicherweise. Angefangen natürlich bei diesem richtig coolen Gangwahlhebel, wo man, das heißt irgendwie Crafted Glass oder sowas in der Richtung, wo man die Möglichkeit hat, das als Option zu bestellen, dass ich hier durchschauen kann und auch tatsächlich das X-Logo, sage ich mal, animiert ist. Ich glaube sogar im M850i, ich bin mir nicht 100% sicher oder wie das hier ist, wird auch nochmal der Gang nachher da drin angezeigt, in dem ich aktuell bin. Müssen wir vielleicht nachher mal schauen, ob das hier bei diesem Fahrzeug auch ist. Dazu gehört natürlich auch sozusagen so eine Glasoberfläche für das Touchpad hier und auch nochmal sozusagen so eine Crafted Glass Applikation für den Lautstärkenregler, den wir hier tatsächlich haben. Sonst auch die Oberflächen, sieht alles sehr, sehr schön aus, sehr gut gelöst. Das Coole an der Sache ist wirklich, dass, sage ich mal, die Bedienungen hier für die Modi vom Fahrwerk her, beziehungsweise für die Navigationsbedienung und das Menü, als auch die anderen Shortcuts doch sehr ähnlich sind und für BMW-Fahrer auch eigentlich alle, sage ich mal, wieder zu finden sein sollten. Oben im Menü sehen wir tatsächlich erstmal, dass die, sage ich mal, Menüpunkte sich jetzt an die linke Seite verlagert haben und nicht mehr, sage ich mal, oben und unten sind oder man durch dieses Hauptmenü geht und man kann natürlich jetzt im Navigationssystem hier einmal durchgehen und kann entsprechend rumzoomen, was mit einer enorm hohen Performance ist, ehrlich gesagt. Man kann hier sehen, dass wir natürlich auch in der Nähe von Atlanta sind und hat hier aber auch die Möglichkeit natürlich weiterhin mit den Fingern, sage ich mal, rumzuzoomen und das als Touchpad zu bedienen und die Performance ist nochmal doch ein spürbares Tuck besser als das, was wir bei uns im M55i haben. Sonst eben natürlich auch Möglichkeiten, sich hier, keine Ahnung, Vehicle-Status anzugucken, über das Fahrzeug beispielsweise, auch das sieht alles super cremig aus und schön animiert und natürlich
natürlich auch weitere Apps, sage ich mal, und Kommunikationsmöglichkeiten. Insgesamt eigentlich eine richtig coole Sache und mit sehr, sehr vielen Einstellmöglichkeiten, was das Fahrzeug tatsächlich anbelangt. Sicherheit, aber auch natürlich Komfortfunktionalitäten. Ja, also erster Eindruck von innen. Ich sag mal, bevor wir jetzt weiter über das Design und die Technik reden, werden wir doch einfach mal hier uns auf die Landstraßen begeben und ein bisschen losfahren. Dann kann ich ja noch mal ein bisschen mehr erzählen, währenddessen wir dann ein paar POV-Aufnahmen auch auf der Landstraße beziehungsweise auf den Backroads hier haben, wo man natürlich nur, sage ich mal, recht limitierte Geschwindigkeiten fahren darf. So, angekommen in der richtigen Sitzposition und los geht's hier im Sport Plus Modus auf die US-amerikanischen Backroads. Und man merkt schon, der 50D, das ist ja hier der Quad-Turbo, 400 PS und jede Menge Drehmoment, der zieht schon richtig gut an. Das Problem ist natürlich hier immer auf den amerikanischen Straßen, dass man nicht wirklich schnell fahren kann. Und wir wollen uns natürlich auch hier an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Aber man merkt sofort schon, was dieses Fahrwerk und auch dieser Motor tatsächlich kann. Also ich war auch erstaunt, hätte nicht gedacht, dass man hier in der Kurve so gut, sage ich mal, das Auto fast manövrieren und hinlegen kann wie unseren M55i, der ja nun deutlich leichter und deutlich flacher ist. Also der liegt hier wirklich richtig schön in der Kurve und zieht auch mächtig an. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was für ein Drehmoment er hat. Vielleicht auch sogar mehr als gefühlt auch, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv mehr als unser M55i. Also macht richtig Spaß. Also es ist ein sehr agiles Auto. Von meinem Verhältnis, von dem, was ich jetzt gefahren bin, wahrscheinlich das agilste SUV in dieser Kategorie, von diesen, sage ich mal, großen, schweren SUVs. Gefällt mir wirklich gut. Auch natürlich, auch wie das jetzt alles aufgebaut ist im Innenraum mit dem neuen Tacho. Wir haben jetzt hier auch mal eine Anzeige gewählt, wo man quasi so Sportanzeigen hat. Das ist jetzt nicht wie vorher, wo du nur Leistung und Drehmoment hast, sondern tatsächlich auch den Turbodruck, die Öltemperatur und dann halt noch Leistung und Drehmoment und den G-Meter in der Mitte. Also das ist schon wirklich klasse gemacht und läuft halt extrem flüssig. Das muss man schon sagen. Und auch der Sound, ihr hört das schon, ist natürlich abermals im Innenraum, sage ich mal, verstärkt durch den Soundgenerator. Aber der witzige Punkt ist, auch von hinten klingt der echt gut. Ich weiß nicht, ob es da irgendeiner Form einen Lautsprecher im Auspuff gibt oder was auch immer, weil wir haben ja einen Dieselmotor. Oder ob es tatsächlich so ist, dass der mit einer kernigeren, sage ich mal, Abgasanlage abgestimmt ist. Also gefällt mir wirklich richtig gut und harmoniert auch sehr gut zusammen. Also dieser cremige, rein Sechszylinder-Sound, der von hinten wirklich vom Auspuff zu hören ist, sowohl außen als auch innen jetzt hier eben zusätzlich und dann noch eben diesen sehr angenehmen Ton, der keineswegs aufdringlich wirkt. Das ist fast noch besser tatsächlich als beim M55i bei uns, finde ich, weil da kommt dann immer so ein recht synthetischer elektronischer Sound, der aus meiner Sicht nicht so super zum V8 passt. Und hier harmoniert das deutlich besser. Also hat BMW sicherlich auch ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit und macht das jetzt hier deutlich besser. Auch die Lenkung, also das ist wirklich für ein SUV sehr erstaunlich. Wisst ihr, quasi bei geringen Geschwindigkeiten lenken ja die Hinterräder quasi entgegen der Vorderachse. Dementsprechend habe ich einen sehr kleinen Wenderadius und auf der schnelleren Geschwindigkeit geht der quasi im Hundegang. Also lenken die in die gleiche Richtung und das merkt man schon. Also das ist also auch gerade beim Highway, was wir eben hatten, Spurwechsel, ist das ein extrem agiles Fahrzeug und ja, also wenn es jetzt nicht ein SUV wäre und man denken würde, na, auf Automann-TV gehen ja eigentlich keine SUVs, dann würde ich sagen, wäre das auch fast ein Auto, was für unsere Garage ganz gut passen würde, weil es einfach so ein bisschen diesen Charakter eines M55i aus meiner Sicht weiterdenkt, mit ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, im sparsamen Diesel in Anführungsstrichen, mit ordentlich Punch, trotzdem diesen sportlichen Charakter, die wunderschöne amerikanische Flagge. Und ja, das muss man wirklich sagen, dass das ein sehr gelungenes Paket ist. Wenn der jetzt außen sogar noch die 22 Zoll Felgen hätte, der hat ja jetzt nur, glaube ich, nur 21 Zoll Felgen, würde er vielleicht sogar noch einen Tucken sportlicher ums Eck gehen. Und das ist echt, ja, wirklich gut gelungen. Naja.